Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Einhell Akkuleuchte TECL 18500 LEAC an. Wie ihr sehen könnt, unten habt ihr einen Stromanschluss 12 Volt, also fürs Auto oder so könnt ihr es anschließen, oder halt Powerbank oder irgendwas, was ihr dabei habt, wo ihr einen 12 Volt Anschluss habt, könnt ihr es auch an ihm anschließen. Dann haben wir ein Gewicht von 930 Gramm mit Akku und eine Gesamtlänge von 21,5 cm. Da seht ihr, wie die Leuchte von vorne ausschaut mit den 7 LEDs. Wirklich sehr, sehr hell sind sie. Durchmesser von der Leuchte 10,5 cm. Wir schauen uns das gleich an mit dem Messschieber. Bis gleich. Dann haben wir den Durchmesser von der Leuchte und vom Gehäuse 10,6, 10,7 cm. Da messe ich den Griff, weil den kann man ja natürlich auch als Handlampe verwenden oder Taschenlampe. Taschenlampe ist es ja immer als Handleuchte beim Spazieren, beim irgendwo außen wandern, bei keine Ahnung was es macht. Aber ja, da seht ihr nochmal die ganzen Durchmesser, Breiten und so weiter. Ja. Da zeige ich euch, wie die Ausleuchtung oben an der Decke ist. Der Abstand ist ungefähr 2 Meter. Da sind jetzt die LEDs, wie sie einschaltet, ja. Aber jetzt schauen wir uns die Ausleuchtung an. Das ist wichtig, ihr seht es sehr fokussiert. Aber man hat auch einen äußeren Ring, der nicht so hell ist. Aber der innere Ring, der mit dem Durchmesser, weiß nicht, bei 2 Metern habe ich nicht genau gemessen. Aber der Gesamtdurchmesser beträgt ein bisschen mehr als 2 Meter. Deswegen empfehle ich die Leuchte nur für weitere Entfernungen, eben außerhalb irgendwo. So, wie ihr sehen könnt, ist das Licht sehr, sehr hell, sehr hell, fokussiert relativ, durch das, dass es einen Streuungswinkel von 8 Grad hat und da das die Ausleuchtung bei verschiedenen Entfernungen von 2 Meter bis auf 10 cm auf Stufe 1 und dann auch natürlich auf Stufe 2. Die Werte sind wirklich überragend, gibt es nichts zum Sagen. Die Werte einblenden, sehr, sehr gute Werte. Was gibt es dafür zum Sagen? Auf 2 Meter schlägt er alles schon auf 1 Meter und das mit Abstand, die ich getestet habe. Er hat ein sehr fokussiertes Licht, deswegen ist auch da so stark. Aber er ist wirklich, also bei Stufe 2, beim halben Meter, ist schon über 200.000 Lux. Das kann mein Gerät nicht mehr messen, leider. Aber ich misse bei verschiedenen Abständen, weil man eben das Gerät manchmal, also es hat gleich 200.000 Lux Maximum. Und wenn es dann 200.000 Lux übersteigt, zeigt es auch keine Werte mehr an. Und deswegen misse ich bei verschiedenen Abständen. Da sehen wir uns den Ausdauertest an. Den habe ich umgerechnet wie immer auf Minuten pro Wattstunden. Da schaut es bei der 18 2500 sehr schlecht aus, weil sie eben so hell ist. Braucht es auch mehr Strom, das ist ganz normal. Aber da bei dem Test schneidet sie sehr schlecht ab, was auch logisch ist. Bei so einer Helligkeit, bei so einer Leuchtstärke ist es wirklich kein Wunder, dass sie eben nicht den besten Wert hat. Bei den Akkuleuchten ist sie kein Leichtgewicht, aber eben es ist unmöglich, ein riesiges Licht aus einer kleinen Lampe herauszukitzeln. Man hat da Stativbefestigung und so weiter, also der kann man wirklich auch fest irgendwo anbringen und dann hat man sehr gutes, helles Licht. Weil das Licht ebenso fokussiert ist und der Streuungswinkel nur 8 Grad beträgt, hat man einen Wert von 98.910 Lux auf 1 Meter Entfernung. Das macht ja alle komplett platt mit Abstand. Also ihr seht ja, wie die Tabelle jetzt ausschaut mit der Lampen. Also ja, sehr fokussiert halt, natürlich nichts, um große Flächen auszuleuchten, weil eben das Licht viel zu fokussiert ist, aber für weite Entfernungen sehr gut, sehr gut geeignet. Was ein bisschen bitter ist, ist der Preis von 73 Euro. Das ist natürlich ja schon happig, aber man kriegt wirklich eine sehr helle Leuchte, besonders für Aktivitäten außerhalb von Innenflächen oder für große Entfernungen eben. Also wenn man außen in der Natur ist, wandern, wenn man wandert, wenn man irgendwas außen macht, wo man viel Entfernung braucht, viel Reichweite, dann ist eben das die richtige Leuchte. Das ist eben mein Fazit, sie ist teuer, sie ist gut, sie ist sehr gut für weite Entfernungen, für weiß nicht was, wenn man was innen
renoviert, saniert, ist sie eben nicht perfekt geeignet. Fürs Auto auch nicht, zu groß, zu dick, zu schwer. Sie ist halt eben für Outdoor-Aktivitäten, wenn man halt außen wandern geht und eine Leuchte braucht, die sehr weit strahlt. Was gibt es am Ende noch zu sagen? Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen und danke fürs Schauen. Servus und ciao.